Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ihr hört es wahrscheinlich schon, die Erkältung wird nicht gerade besser, aber es fängt wahrscheinlich jetzt gerade erst an so, ne? Ich habe es ja erst seit gestern und ja, so ist das halt, ne? Auf jeden Fall, wir sind heute mal wieder hier auf meinem Main-Server hier unterwegs, auf dem Main-Account. Ihr seht es links oben in der Ecke schon. Und ja, es gibt mal wieder einen Raid zu zeigen, ne? Denn wir haben es nach sehr langer Zeit mal wieder versucht, haben uns rangewagt mit unserer Gilde, den nächsten ja, Raid-Boss zu bezwingen. Es gibt ja mittlerweile jetzt nicht mehr sehr viel XP oder Erfahrung oder, sag ich mal, Rewards im Generellen dafür. Das ist halt mehr so fürs Prestige, sag ich mal, dass eure Gilde jetzt schon bei Raid so und so viel ist natürlich, ne? Da mal im Vergleich jetzt kurz mal hier zu Black Bull, wo wir sind, da sind wir jetzt schon bei Raid 100. Ich glaube, bis dahin haben wir gar keine weiteren Raids geschafft bisher. Da muss ich mal nachfragen, ob wir da, keine Ahnung, in Zukunft mal irgendwas versuchen oder so. Aber wie gesagt, der Reward ist dafür eher mäßig so, ne? Ja, trotzdem ist es immer wieder cool, sowas, Entschuldigung, geschafft zu haben, ja. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier auch gleich reingestartet hier in den Raid. Das letzte Mal, als ich euch den Gegner hier gezeigt hatte, das ist ja Biggie the Pimp, ne? Da seht ihr schon, der Endgegner. Ich spule mal ein bisschen vor, weil sonst dauert es halt viel zu lange. Ja, da haben wir ihn nicht geschafft. Und da sah es noch ziemlich schlecht aus. Ich glaube, da war der so... Ich glaube bei der Hälfte oder Viertel oder so, ne? Was ja schon noch relativ viel ist, weil der Endgegner schon sehr viel Leben an sich hat, ne? Ja, genau. Und deswegen gucken wir mal heute. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war. Auf jeden Fall in der Zwischenzeit hat unsere Gilde, denke ich mal, doch einen ganz guten Fortschritt gemacht. Und eine ganz gute Gesamtleistung erzielt. Auch wenn es nicht die aktivste Gilde ist, sag ich mal, ne? Und ihr seht auch, so viele Leute haben jetzt hier auch nicht dran teilgenommen, ne? Deswegen, ja, hier sind wir jetzt schon bei Biggie the Pimp. Hier ist der Endboss. Und hier kommen jetzt die letzten Gegner, oder besser gesagt unsere letzten Mates, ne? Jetzt komme ich hier ins Spiel. Mal schauen, was ich für einen Schaden mache. Okay, ich kassiere zumindest keinen Crit. Ja, ein Crit habe ich rausgehauen, aber eher eine mäßige Leistung, würde ich mal sagen. Aber wir haben ja noch unsere 3 richtig starken Magier noch vor uns. Das sind ja wirklich unsere 3, die hier wirklich ja, von den Stats oder vom Schaden her auch mit am höchsten sind. So vom Level auf jeden Fall 616 hier der Dwayne. Der Mordai auch auf 616, also die sind schon sehr gut dabei. Und der Seth hier auf 622, hier der Server höchste auch. Und legt hier Biggie the Pimp. Ja, wir haben es geschafft und haben damit den Gilden-Raid gewonnen und sind jetzt hier bei der Fledermausgrotte, was der Raid Nummer 109 von 150 ist. Ne? Ja, die besten Gilden der Welt werden wahrscheinlich schon ein Stückchen weiter sein als wir. Allerdings ja, hat es bisher noch keine Gilde weltweit geschafft, die 150 Raids hier zu besiegen. Das wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang dauern, ne? Und ja, im Gildenpad kommen wir auch nicht unbedingt voran. Wir bleiben auf einer Stelle. Wir switchen immer zwischen 12, 11 und 13. Ab und zu mal, ganz selten. Das kommt dann halt, wie gesagt, drauf an, auf die Aktivität. Natürlich haben wir hier unser Magier-Pad auch ausgewählt, weil halt die meisten oder die stärksten von uns auch Magier sind, ne? Und ja, so sieht das Ganze aus. Greifen wir mal hier den Bronzenen an. Und jo, hier zur Mission, ja, Arena Manager, bin ich jetzt noch nicht deutlich weitergekommen. Dadurch, dass ich halt den fahrenden Händler und die jeweiligen Skips jetzt nicht mitnehme, dauert das halt wirklich extrem lange, bis man hier mal irgendwie so ein bisschen Fortschritt macht. Und ja, wir müssen ja auf Non-Ven Quadrintillion kommen, irgendwie so, ne? Damit wir hier auch das Achievement dann bekommen können und dann halt, ja, Novem Quadragintillion 10,
Ja, 10 davon müssen wir sammeln. Ja, bis wir dann hier den Endscreen auch freischalten und ja, damit mehr oder weniger den Arena Manager durchgespielt haben. Ne? Ja, was heißt durchgespielt? Es ist ja so, dass selbst wenn man lange über das ja, Maximum raus ist so, ne, und schon lange alles, ja, die Runen schon so weit sind, dass man maximale Runen finden kann, switchen die halt trotzdem so doll hin und her zwischen den Werten manchmal, dass man sich so denkt, ja, oha, wofür habe ich das Ganze hier eigentlich ausgebaut, so, ne? Deswegen, ja, Ende des Arena Managers heißt nicht automatisch gleich einhergehend, dass man nur gemaxte Runen findet im Shop, ne, die natürlich nur auf Epics sind. Auf den normalen Items bekommt man ja sowieso keine gemaxten, ne? Also da auch nochmal eine sehr teure Angelegenheit, denn da auch gemaxte Runen zu finden. Und dann halt auch noch die richtigen denn, ne? Ja, aber wir machen auf jeden Fall weiter. Es wird noch sehr lange dauern, wenn ich nicht skippe hier, wenn ich mir keine Timeskips hole. Aber das ist auf jeden Fall meine Mission. Und ich sag mal so, die 5 Stat-Punkte, die ich jetzt hier durch das Achievement bekomme, die rennen mir jetzt auch nicht unbedingt weg, ne? Gut, sammeln wir die Goldgrube ein. Das Gold-Event hat sehr geschmeckt am Wochenende. Wir sind jetzt hier bei 244k auf Intelligenz. Wir haben bald die 250 erreicht, was sehr cool ist. Und ich bin hier irgendwie ewiger Vierter auf dem Server. Ja, moin. Hier, das bin ich übrigens, by the way. Ja. Jetzt bin ich auf Platz 3. Vorhin war ich auch schon auf Platz 4 gewesen, keine Ahnung. Seit irgendeinem Update, eins der letzten, da aktualisiert die Ehrenhalle so total spät. Jetzt, guck mal, jetzt bin ich schon wieder auf dem 4. hier. Ja, keine Ahnung, was da los ist. Also das aktualisiert sehr, sehr spät immer. Das ist mir mal so aufgefallen und ja. Gucken wir mal ins Glücksrad rein, ne? Natürlich leider nicht mehr die Boni, die wir jetzt am Wochenende bekommen haben. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht mehr drauf geachtet, was ich, ja, oder wie oft ich, ja, Gold durchs Glücksrad bekommen habe. Das ist ja halt sehr, sehr wichtig am Goldwochenende. Und ja, ich bin auch, parallel fällt mir gerade dazu ein, ich bin auch sehr erstaunt, tatsächlich, wie wenig ich husten muss. Ja, ich weiß nicht, wo, da sag ich's, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt, aber wenn ich hier jetzt gerade rede, muss ich irgendwie weniger husten oder mein Hals ist weniger gereizt irgendwie, als wenn ich die ganze Zeit stillschweigend hier vorm PC sitze. Da habe ich die ganze Zeit gehustet, aber jetzt geht's gerade irgendwie. Was eigentlich voll komisch ist, weil du beanspruchst ja den Hals eigentlich mehr durchs Reden so, ne? Deswegen, also ist irgendwie weird. Ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen, aber interessiert euch bestimmt sehr, sehr doll, ja? Ja. Steine. Also ich überlege halt auch immer so ein bisschen noch vielleicht ein bisschen für die Mine was mitzunehmen, weil, ja, gut, ich meine, hier sind noch 4 Tage so, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir, die ist eh früher oder später maxt, nehme ich lieber die Ressourcen mit, die, ja, ein bisschen wichtiger sind, temporär jetzt, sag ich mal, obwohl die temporären Stats eigentlich eher unwichtig sind, aber die im Vergleich zur Mine ist die irgendwann ja permanent auf 100 so, deswegen, ja, nehme ich natürlich oder versuche ich die andere Einkommensquelle dann zu nehmen. Ich riskiere es einfach mal und wurde enttäuscht. Ja, das ist my life in a nutshell. So, aber wir werden vielleicht entlohnt. Nochmal mit 2 Kristallen vielleicht jetzt nochmal. Okay, alles klar. Gut, jetzt müssen wir aber Steine mitnehmen. Hier 4-mal im ersten Wurf. Das lassen wir uns schmecken. Aber auch hier leider nicht die 5er erreicht. So, 3-mal Gegenstände beim Schmied zerlegen. Da haben wir leider noch nicht allzu viel. Da muss ich nachher erst meine Alu durchklicken. Habe ich heute noch nicht gemacht. Das werde ich dann nachher dringlichst tun. Und ja, aber nicht mehr in diesem Video. Ansonsten, ja, ein paar Epics habe ich noch am Start für die Quest, für die Daily Quest, falls sie noch kommen sollte irgendwann. Kommt relativ wenig in letzter Zeit. Habe ich mir jetzt aber aufbewahrt, immer ein paar. Aber der nächste Legendary Dungeon steht ja schon vor der Haustür, ne? Zu Ostern wahrscheinlich wird dann ja der nächste kommen. Und dann sind wir eh wieder im, ja, Epics-Überfluss. So, ne, da laufen wir wieder voll mit Epics. Inventar ja eh gerade leer, weil ja auch gerade Hexen-Event gewesen ist, deswegen alles cool. Soweit aufgeräumt oder so cool aufgeräumt war schon lange nicht mehr, obwohl das eigentlich immer kein gutes Zeichen ist, aber wir werden uns die Items auf jeden Fall wieder ranziehen für die Hexe. Dafür ist das große Inventar ja da, ne? Die sollte man sich nicht entgehen lassen, die Stat-Punkte hier.
Ne? Alles klar, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Ich entschuldige mich für meine Huster und ja, verschnupfte Stimme, aber muss erstmal so gehen. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.